Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind gestern noch rausgefahren aus Sevilla nach Santi Ponce und wir gucken uns heute was ganz Besonderes an. Ja, die alte Römerstadt Italica. Ja, wir freuen uns schon. Wir nehmen euch mit. Bis später. Wir haben ja im Stadion übernachtet. Direkt unterm Orangenbaum. Und da werde ich jetzt erstmal ein paar Orangen pflücken und mal gucken, ob wir uns ein Orangen-Smoothie machen können. Ha? Ja, wollen wir ausprobieren. Oh. Die fühlt sich und hört sich wie hohl an. Guck mal, wie leicht die sind. Ja. Da ist gar kein Saft drin, oder? Ich weiß, was du meinst. Der Saft ist schon weg, glaube ich. Ist die vertrocknet oder was? Ja, man kann die einfach so zusammenquatschen. Kann natürlich sein, dass dann einfach die Feuchtigkeit fehlt. Weil bei irgendwelchen Orangenplantagen werden die ja jeden Tag gegossen wahrscheinlich. Ja. Auch innen hohl? Ja, ich glaube, das mit dem Orangensaft, das können wir uns abschminken. Das hier ist die Orangenausbeute. Wir gucken jetzt mal, ob wir da wirklich Saft draus machen können. Lassen sich aber super schälen. Fehlalarm, die sind doch saftig. Haben bloß enorm viele Kerne. Die müssen wir erstmal alle rausfischen. Jetzt sind wir mal gespannt, was die gute allgemeine spanische Straßenorange kann. Cheers. Cheers. Oh. Oh, das ist richtig sauer. Oh. Das schmeckt wirklich fast schon wie Zitrone. Das ist richtig sauer. Da zieht seine Schuhe aus, ne? Oh, richtig. Ja. Italica wurde irgendwie so 200 vor Christus ungefähr, 206 vor Christus, 206 vor Christus. gegründet. Man weiß aber nicht so viel über die Anfänge. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch hier an Überresten finden. Das war das Hauptklohaus. Hier sieht man noch die alten Kloschüsseln, Klobrillen. Aber was total erstaunlich ist, die haben hier damals schon Kanäle unten drunter gehabt, wo das Wasser lang floss und quasi das halt nie gestunken hat, sich nie gesammelt hat, nie irgendwelche Krankheiten sich bilden konnten. Genau. Und das ging dann halt alles von hier runter zu so einem fetten Hauptkanal, der das dann alles abgeleitet hat durch die Stadt. Und es gab schon Eimer neben den Toiletten mit hier Eine Art Klobürste. Genau, eine Art Klobürste mit Schwamm, dass man auch, also es steht dran mit Holzgriften und Schwämmen obendrauf, dass man die Toilette danach auch sauber machen konnte. Finde ich krass, wenn man mal überlegt, das im 2. Jahrhundert. Wir laufen jetzt ja gerade die ganze Zeit in der oberen Stadt, da wo, sage ich mal, die gehobeneren Leute gewohnt haben, rum, wo auch die ganzen Geschäfte und die wichtigen Gebäude damals sich befanden. Und der eigentliche Teil der Stadt, wo halt ja, die einfachen Leute gelebt haben, der ist halt hier unten unter der heutigen Stadt quasi noch begraben, also der ist gar nicht aufgedeckt. Und ja, hier scheint früher, keine Ahnung, wie viel, mehrere 10.000 Leute gewohnt zu haben. Und alleine hier oben in dem Viertel irgendwie um die 10.000 Leute. Also Italica war mal eine richtig große Stadt schon für damalige Zeiten. Ja. Also da hinten lag dann der größere Teil der Stadt wahrscheinlich, wo die einfachen Leute gelebt haben. Ja, aber alles unter der heutigen Stadt begraben quasi.
waren alles Schlafgemächer hier. Na, du hast gesagt, überall wo auf dem Boden so eine verzierte Keramik ist. Die rich people. Es ist immer wieder erstaunlich, wie weit die Menschheit schon mal war in ihrer Entwicklung. Und wie es dann durch irgendwelche Kriege, Glaubenskriege, sonstigen Krisen wieder zerstört wurde und man wieder ein paar Schritte zurück gemacht hat. Aber das erlebt man ja gerade aktuell wieder. Also liegt wohl in der Natur des Menschen. Wer war hier? Das sieht doch aus nach einer Backstube. Hm? Das ist doch ein Steinofen. Pizza, Pizza, Pizza. Ja, die Römer haben die 7-Tage-Woche damals eingeführt. Ja, da war Sonntag noch der erste Tag der Woche. ...32.000 Quadratmeter, Thermalbäder, ist nicht schlecht. Also die haben erst Workout gemacht, dann sind sie baden gegangen, dann gab es Ölmassagen und danach haben sie sich richtig gewaschen. So steht's hier. Stein auf Stein. So, jetzt sind wir, glaube ich, beim Highlight angekommen, das Amphitheater. Ja. Ja, wie viel? 25.000 Menschen Platz Ja, gehabt damals? 25.000 Menschen haben hier reingepasst und hier wurden unter anderem Gladiatorenspiele abgehalten. Richtig krass. Allen Liebhabern von Game of Thrones sollte dieses Amphitheater bekannt vorkommen, denn hier würden Folgen für die 7. und 8. Staffel gedreht. Also am meisten bin ich immer noch beeindruckt, dass die Gladiatoren wirklich von hier unten emporgehoben wurden. Ich dachte, das gibt es nur im Film. Krank. Ja, du musst ja hier deinen Zuschauern auch ein bisschen was bieten. Ja, das stimmt. Vormittags hat die Tierjagd stattgefunden hier im Amphitheater und nachmittags dann die Gladiatorenshow. Und zwischendurch gab es eine Burlesque-Show. Frauen, die getanzt haben. Gestrippt. Das ist die Belustigung der Männer, ne? Aber es gab auch hier wieder Workout, Gymnastic Exercises. In der Arena. Geil. So Leute, wir sind erschöpft in Pumba wieder angekommen. Die Italica war echt interessant, spannend, lehrreich. Highlight war natürlich das Amphitheater. Auf jeden Fall. Ja. Bei dem Rest, ja, man hat halt nicht mehr viel gesehen, außer ein paar umgekippte Säulen oder ein paar Bodenverzierungen, also mit diesen Mosaiken. Die waren ganz schick und natürlich auch die ganzen Infos dazu. Aber hat man nicht mehr so viel gesehen, leider. Ja. Wir essen jetzt noch was Ja. und dann
fahren wir weiter, weil am Montag kommt Familienbesuch und wir wollen jetzt noch mal ein bisschen uns 2-3 Tage Ruhe gönnen davor. Und wieder ans Meer. Hm? Und wieder ans Meer, genau. So weil es heiß. 30 Grad draußen und wir gehen hier ein gerade. Ja, also im Schatten sind 30 Grad, muss man sagen. Im Pumba sind gerade 37 Grad. Ja. Deswegen wollen wir wieder ans Meer so ein bisschen abkühlen und ja, fahren jetzt los. Mhm. So, wir machen hier jetzt noch einen schönen Spaziergang auf der Isla Cristina, weil der Strand hier super schön ist und wir den euch unbedingt zeigen wollen, bevor wir dann morgen nach Portugal weiterfahren.